Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Da unsere ChatGPT-Videos so Anklang gefunden haben, geben wir doch denjenigen, die noch gar nichts davon gehört haben, bzw. die künstliche Intelligenz für sich noch nicht genutzt haben, die Chance, komplett neu einzusteigen. Deshalb richtet sich dieser ChatGPT-Guide an die blutigen Neulinge. Wir zeigen euch, wie man sich anmeldet, was ChatGPT von einer Suchmaschine unterscheidet, wie man die KI für alltägliche, aber auch geschäftliche Angelegenheiten nutzen kann, doch auch, was ihr machen könnt, wenn Fehler auftreten und wo ChatGPT jedoch noch an seine Grenzen stößt. Um keine Zeit zu verlieren, fangen wir doch direkt an. ChatGPT steht übrigens für Generative Pre-Trained Transformer Chatbot. Es handelt sich also um einen Chatbot, der auf maschinellem Lernen beruht und von der Firma OpenAI entwickelt wurde. Die beiden größten Geldgeber sind Elon Musk und Microsoft. Es handelt sich hierbei nicht um eine App, die man sich herunterlädt, sondern um eine URL, die man in seinem Browser aufruft, ähnlich wie man es beispielsweise von Shopify kennt. Die Domain lautet chat.openai.com. Damit werdet ihr auf die Login-Seite geleitet, auf der ihr euch dann anmelden oder registrieren könnt. Wir zeigen euch mal den Registrierungsprozess. Ihr könnt euch mit einem vorhandenen Google- oder Microsoft-Account direkt einloggen oder aber einen völlig neuen Account über eine E-Mail-Adresse erstellen. Nun nur noch ein sicheres Passwort vergeben und euch verifizieren, indem ihr auf die versendete E-Mail in euren Postfach draufklickt. Wenn ihr euch dann eingeloggt habt, schreibt euren Namen rein und gebt eine gültige Handynummer an, die dann im Anschluss durch einen Bestätigungscode ebenfalls verifiziert werden muss. Dann sollte bei euch das Browserfenster ähnlich wie bei uns aussehen. Um zu verstehen, wie ChatGPT arbeitet, lohnt es sich, die Hinweise einmal durchzulesen. Zu den Fähigkeiten wird angemerkt, dass sich der Bot innerhalb eines Chats an die zuvor geführte Konversation erinnert. Eröffnet man hingegen einen neuen Chat, beginnt dieser wieder bei Null. Das heißt, man kann innerhalb eines Chats den Bot auch selbst trainieren. Doch dazu kommen wir gleich noch. Außerdem ist es möglich, nachträgliche Korrekturen in seinem Prompt einzufügen. Prompt nennt man übrigens die Anfrage, die man an den Chatbot stellt. Das heißt, ihr fragt nach einem Rezept. In diesem ist jedoch Fleisch enthalten. Dann könnt ihr hinzufügen, dass ihr jedoch ein fleischfreies Rezept haben möchtet. Das wäre der eine Weg. Der andere Weg wäre zu reprompten, sodass eine neue Antwort gegeben wird. Das würde euch bei dem Fleischbeispiel natürlich nichts bringen. Und es werden unangebrachte Prompts missachtet, beziehungsweise diese würden zu einem Error führen. Wenn ihr beispielsweise als Prompt darum bittet, einen Bauplan für eine Bombe zu erstellen. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass falsche Informationen gegeben werden oder schädigende Anleitungen verursacht werden. Das heißt, eine nachträgliche Prüfung muss unbedingt beachtet werden. Und als letztes wird deutlich, dass ChatGPT bis 2021 trainiert wurde. Das heißt, der Chatbot besitzt ein Wissen bis zu dieser Zeit. Ansonsten gibt es vorweg nicht mehr viel zu präsentieren. Wenn ihr unter der Prompt-Eingabe draufklickt, erhaltet ihr mehr Informationen darüber, welche Version ihr verwendet. Ansonsten gibt es für $20 monatlich noch den Plus-Plan. Damit erhaltet ihr priorisierten Zugriff. Also sollte die Serverauslastung einmal hoch sein, werdet ihr bevorzugt. Alles andere ist eher zweitrangig, wie beispielsweise der Light- oder Dark-Mode. Was noch wichtig wäre, ist die linke Spalte. Hier seht ihr dann alle eure bisherigen Chats und könnt einen neuen anlegen. Was ihr hier dann als Nachricht eintragt, nennt sich Prompt und kann wie in diesen Beispielen formuliert sein. Um die Funktionsweise jedoch zu verstehen, machen wir einmal ein mathematisches Beispiel. Tragen wir einfach nur 100 plus 200 ein, wird uns ChatGPT die Antwort darauf geben. Sind wir mit der Art und Weise nicht zufrieden, können wir eine alternative Antwort anfordern. Wie wir sehen, kommt nun eine Fließtextantwort bei raus. Wollen wir die einzelnen Antworten durchsehen, können wir hier einfach die Pfeile verwenden. Um OpenAI eine Rückmeldung zu geben, wie qualitativ die Antwort war, können wir diese beiden Daumen verwenden. Was wir darin aber auch erkennen ist, dass ChatGPT von vornherein die Antwort auf Englisch gibt. Würden wir nun eine Frage auf Deutsch stellen, würde auch eine deutsche Antwort kommen. Von daher ist es egal, welche Sprache ihr verwendet. Wie ihr hier sehen könnt, kann es auch hin und wieder zu Error-Meldungen kommen. Das ist dann der Fall, wenn der Server überlastet ist oder ihr eine unzulässige Prompt stellt. Hier habt ihr dann nun 3 Optionen. Entweder ihr klickt auf Regenerate Response, in unserem Fall war das von Erfolg gekrönt, oder ihr formuliert den Prompt um mit etwas mehr Details.
Oder ihr loggt euch aus und meldet euch neu an. Falls das also mal auftreten sollte, wisst ihr nun, was zu tun ist. Was nun ebenfalls deutlich geworden ist, dass eine deutsche Antwort auf eine deutsch formulierte Prompt erscheint. Wie zuvor bereits angegeben wurde, kann es aber auch zu falschen Antworten kommen. Ist das mal der Fall, könnt ihr den Chatbot selbst die richtige Antwort vorgeben, damit er mit dieser weiterarbeitet. Wir demonstrieren das mal und tricksen den Bot aus, indem wir angeben, dass eine Banane blau sei. Es braucht einige Anläufe, bis der Chatbot darauf anspringt und uns glaubt. Das zeigt also, dass wir den Chatbot nach unseren Wünschen konfigurieren können, aber zeigt auch, dass wir selbst die Ergebnisse, die dabei rauskommen, auch selbst manipulieren können. Wollen wir aber wieder den Status Quo herstellen, also quasi einen untrainierten Bot neu prompten, dann können wir oben links auf den Button klicken und noch einmal fragen, ob eine Banane blau ist. Und wir bekommen die klare Antwort, dass es keine blauen Bananen gibt. Aus unserem ChatGPT SEO Special werden fleißige Zuschauer auch bereits wissen, dass der Chatverlauf sich aus den vorherigen Prompts zusammensetzt und beeinflusst wird. Das heißt, in diesem Beispiel hatten wir nach Keywords zu einem bestimmten Thema gefragt. Möchte man nun im Anschluss einen Blogartikel zu genau diesem Thema geschrieben haben, dann muss man nicht noch einmal das komplette Thema eingeben, sondern einfach nur, dass man einen Blog geschrieben haben möchte, da sich der Bot an dem vorherigen orientiert. Das sind alles Dinge, die die künstliche Intelligenz von bloßen Suchmaschinen unterscheidet. Doch wie können wir diese nun sinnvoll nutzen? Ein Anwendungsbeispiel für den Alltag wäre ein Rezept. Du willst neue Kochideen haben, du weißt, Hähnchen und Reis sind gesund, doch dir ein wenig zu langweilig, also gibst du Folgendes ein. Ich würde gerne ein leckeres und gesundes Gericht mit Hähnchen und Reis und einer Soße kochen. Kannst du mir dafür ein Rezept geben? Und schon erhältst du alles, was du zur Zubereitung brauchst. Oder du fängst mit Fitness an und willst nun einen Trainingsplan haben. Hier schreibst du, ich hätte gerne einen Trainingsplan für das Fitnessstudio. Ich bin ein Anfänger und plane 3-mal die Woche zum Sport zu gehen. Und ich kann euch als halbwegs erfahrene Person sagen, dass das ein recht guter Plan ist, der einige wichtige Sachen beachtet. Zum einen das Ganzkörpertraining, als auch den Wiederholungsbereich, als auch die Belastung. Also ChatGPT berücksichtigt in dem Fall, dass dieser Plan für einen Anfänger ist. Das heißt also für uns, dass wir bessere Ergebnisse bekommen, je genauer unsere Prompt ist, je gezielter wir den Bot trainieren und desto präziser unsere Anfrage ist. Doch nun noch ein Beispiel aus dem Business-Kontext. Wir wollen uns eine Idee für ein Bewerbungsschreiben einholen. Also geben wir dem Bot auch wieder ein paar Informationen zu unserem Vorhaben und erbitten, eine ausgefallene Bewerbung zu kreieren. Und auch hier kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. Die eher nachteiligen Grundvoraussetzungen wurden in ein positives Licht gerückt und das Ganze in ausgefallener Art und Weise geschrieben. Das heißt, ihr könnt nicht nur vorgeben, was geschrieben werden soll, sondern auch wie lange, für wen und so weiter. Da liegt es nun nur noch an euch zu lernen, wie ihr am besten Prompts verfasst, um das für euch beste Ergebnis zu erhalten. Als letzten Tipp noch zum Schluss: Sollte ChatGPT mitten im Satz aufhören zu schreiben, dann ist das nicht weiter wild. Gebt einfach als Prompt ein, schreibe weiter und der Bot fährt fort. Damit habt ihr nun hoffentlich einen guten Überblick darüber, was ChatGPT ist, wie es arbeitet, was geht und was nicht und wie auch ihr kostenlos an euren Account kommt, um die KI zukünftig entweder privat oder im Business-Kontext zu nutzen. Sollte es Fragen dazu geben, schreibt uns diese in die Kommentare. Ansonsten kennen wir uns auch mit Suchmaschinen aus, wie du deine Webseite für diese optimierst, aber können als E-Commerce-Agentur auch deine Shop-Performance optimieren. Der Link zu unserer Seite ist oben rechts und in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten lasst ein Like und Abo da, um in dieser Thematik immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.